Heute zeige ich euch, wie ihr mit einer Glaskugel und einem iPad als Hintergrund richtig geile Bilder machen könnt. Mehr dazu nach dem Intro. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem feinen, aber kleinen Tutorial meinerseits. Das ist mein erstes Tutorial von der Serie Bored at Home und ich hoffe, euch gefällt's. Und in diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, was ihr mit dieser Glaskugel machen könnt und mit einem iPad. Natürlich fotografieren wir nicht die Glaskugel mit dem iPad, sondern wir verwenden das iPad als Hintergrund. Ihr könnt natürlich auch einen digitalen Bilderrahmen nehmen oder einen Laptop. Hauptsache, ihr könnt hier Hintergründe anzeigen, sage ich mal, die beleuchtet sind. Was ich hier noch habe, ist natürlich ein Stativ, damit wir nicht verwackeln. Eine spiegelnde Oberfläche, ihr könnt zum Beispiel einen Spiegel nehmen, herkömmlichen, alles in Ordnung. Die Glaskugel ist natürlich sehr wichtig, etwas Wasser für den Flair. Hier habe ich natürlich noch ein Gewicht, hier müsst ihr jetzt keine Gewichte heben, das ist einfach nur zur Fixierung von meinem iPad, damit mir das später nicht wegrutscht. Und natürlich meine Kamera. Hier habe ich jetzt gerade die EM10 Mark II, die EM1 Mark II filmt mich gerade, mit der habe ich eigentlich die Fotos gemacht. Als Objektiv habe ich das 45 mm Porträtobjektiv, das habe ich jetzt verwendet wegen dem Bokeh, weil ich hier die Blende auf 1,8 setzen kann und mir das persönlich besser gefällt. Aber ihr könnt natürlich die Fotos auch mit einem Kit-Objektiv machen oder mit jedem Objektiv, was ihr habt. Hauptsache, euch gefallen später die Bilder. Kleiner Tipp vorweg, nehmt euch noch ein 1-Cent-Stück. Das ist ganz praktisch, legt ihr hin, legt die Glaskugel drauf, damit diese Glaskugel nicht wegrollt. Weil wenn ich das jetzt nicht mache, rollt mir hier die Glaskugel die ganze Zeit weg und fliegt womöglich noch auf den Boden und geht kaputt. Und mit diesem 1-Cent-Stück, das ist auch verschmerzbar auf dem Foto, bleibt die Glaskugel an der Stelle. Wackelt zwar erstmal noch ein bisschen, aber wenn sie sich beruhigt hat, können wir da richtig geile Fotos mitmachen. Also, legen wir los. Als erstes sucht ihr euch einen schönen Hintergrund aus. Wenn ihr geile Fotos habt, umso besser. Wenn nicht, kann ich euch die Seite Unsplash empfehlen. Hier gibt es frei verwendbare Bilder von unterschiedlichen Fotografen und Künstlern. Wenn ihr zum Beispiel jetzt einen Neon-Hintergrund haben wollt, dann gebt ihr hier einfach Neon ein, sucht danach. Zum Beispiel, das sieht doch hier ganz nett aus. Nehmt das Bild, lasst beim Künstler ein Like da und ladet euch das runter, nehmt das als Hintergrund fürs iPad. Fotografiert habe ich im manuellen Modus, dass ich hier die Kamera am besten nach meinen Wünschen einstellen kann. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Part, und zwar die Kameraeinstellungen. Vorab würde ich euch empfehlen, das Focus Peaking einzustellen. Focus Peaking bedeutet, es wird dir mit Pixeln auf deinem Display dargestellt, wo du die Schärfe gesetzt hast. Das ist sehr hilfreich, wenn man manuell fotografiert. Bei Olympus, bei der OMD 1 Mark II findest du das Ganze im Menü unter Einstellungen, dann unter D3 Focus Peaking. Hier kannst du einmal die Farbe einstellen, in welcher Farbe dir das Ganze angezeigt werden soll. Ich finde weiß am besten und wie stark dir das Ganze angezeigt werden soll. Dann legst du das Ganze noch auf einen Button und du kannst es jederzeit auswählen. Jetzt wird mir hier auf dem Display angezeigt mit weißen Pixeln, dort habe ich meine Schärfe gesetzt. Was natürlich auch noch sehr wichtig ist, ist den Stabilisator auszustellen auf Off. Was auch noch sehr wichtig ist, den ISO-Wert, sag ich mal, auf 200 rum einzustellen. Höher musst du gar nicht gehen, weil du ja genügend Licht durch den Display hast. Das nächste ist, wenn du einmal scharf gestellt hast, vom Autofokus auf manuell einzustellen. Jetzt kannst du im manuellen Modus zwischen Belichtungszeit und Blende spielen. Ich bin jetzt, sag ich mal, mit 60 1,8 relativ gut gefahren. Aber das variiert natürlich auch immer ein bisschen mit dem Bild und mit deinem Display, was du hast. Um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Flair zu geben, habe ich den Spiegel noch etwas nass gemacht. Ich finde, da ergeben sich immer noch mal ganz schöne Strukturen. Jetzt heißt es viel Spaß beim Experimentieren.
Wenn dir das kleine Tutorial gefallen hat, dann lass doch ein Like da und einen kleinen Kommentar. Darüber würde ich mich sehr freuen und man sieht sich im nächsten Video. Ciao!